Ist schön mit dir. Im Moment. Nichts berühren. Fuck. Da fehlt noch ganz viel. Soll ich dir was sagen? Die Brücke gehört andersrum drauf. Noch ein Stück rüber. Wenn es so weitergeht, dann wird's kritisch. Oder? Ja. Der Chef ist erstmal rauchen gegangen. Nee, auf gar keinen Fall. An allem ist Uta schuld. Du, das ist schon fast fertig. Racing Hardcore. Oh. Das gibt eine geile Maschine, du. Da oben. Ah, da oben. Sehr gut. Schnitt. Ja moin, ihr hört's, es läuft nichts, aber wir sind immerhin am schönen Strand. Aber dass ihr begreift, wieso dass ich und der Christian jetzt da sind und die ganze Geschichte, müssen wir noch mal schnell zurück in März. Und dort sind wir nämlich mit Christian gewesen. Also, Film ab. Ja Christian, ist schön mit dir. Im Moment denke ich allerdings, da reichen 2 Tage da nicht mehr allzu weit. Aber wir werden sehen, wie ist deine Einschätzung? Ich will noch nicht ganz kapitulieren, aber irgendwie glaube ich, habe ich die ganze Sache nicht wirklich realistisch eingeschätzt. Du, wir machen mal weiter und dann wir schauen machen wir, einfach weiter und gucken, wie weit wir kommen. Genau. Mhm. Wenn es so weitergeht, dann wird's kritisch. Ja. Was brauchen wir noch für Rolling Chassis? Sicher Räder. Ja. Getriebe haben wir, Motor mehr oder weniger. Aber komm, dann schauen wir noch mal die Räder an. Was du da schon alles gemacht hast. Also für dich, damit du am Strand besser fahren kannst, habe ich auf jeden Fall schon mal einen Stollenreifen aufgezogen. Geil, das sehe ich ganz ein neuer, sehe ich. Natürlich ist der alt und gebraucht. Fair. Was willst du mit dem neuen? Schau mal. Ja, und der hält auch ewig, weil er schon so steinhart ist. Genau. Fährt er sich fast nicht mehr runter, oder? Ich habe schon so viel in den vorderen Mantel investiert, da war jetzt irgendwann mal Schluss mit dem. Mit lustig. Das verstehe ich. Ja, das sind die beiden Räder. Also, dann mit den Achsen und Achsen allem. ist ja alles schon drin, das ist schon mal gut. Gereinigt und wieder zusammengeschmissen. Ständer haben wir da. Ja, perfekt. Der ist ja geil. Hier ist noch das originale Rennkissen. Ja, herrlich. Da kannst du nachher dein kleines Ärschchen drauf tun. Schau mal, das ist ein schönes Ding. Also das finde ich jetzt wirklich geil. Ja. Ist das Original? Hey, wahrscheinlich schon. Davon gehe ich aus, ja. Aha. So würde ich sagen. Genau. Dann hat es da eine Achse oder hat es da Gewinde? Nein, keine Gewinde. Ankerplatten. Es ist ja alles so lange her, aber das könnten die hier sein. Hey, wow, du Elefantenhirn. Du weißt schon noch viel aus alten Zeiten, hä? Also wenn ich, ja, du bist ja der Wahnsinn. Ist das geil? Ja, geht schon. Das ist das Schweizer Rezept dann. Du hast das Hirn, ich hab die Kraft. Was? Ich überlege gerade mal, wir bauen den, glaube ich, lieber andersrum an, sodass er auch funktioniert. An allem ist Uta schuld. Was? Es passiert so viel, bauen wir zum Teil Räder für Geld. Ja. Ja, der geht dann da rein. Ne? Das ist mal eine geile Idee. Guck mal, das ist doch schön. Das ist hure schön. Jetzt müssen wir noch die Bremsankerplatte. Das ist die für vorne. Das ist die Vorder. Die da hinten irgendwo. Da gehört wahrscheinlich noch irgendein Distanzstück. Ja, bestimmt. Hier haben Sie diese Kühlrippen haben Sie schon serienmäßig dran gehabt, was man ja viel nachrüstet bei diesen alten Motorrädern. Bringt 2 Sekunden mehr Bremsleistung, oder? Könnte das sein? Eine Mutter kann auch sein. Ja, ich habe jetzt eine drauf. Kannst du mal gucken, ob das so... Ja, da würde sich das dreht sich so frei. Aber hier muss sicher noch was drauf. Hast du noch mal einen, kann ich da anhalten, weil ich bin ja schon
Früher haben sie mir schon Sieg der Schraubstock gesagt, aber das ist wohl ein bisschen vorbei. He? Ja, jetzt ist gelaufen. Das heißt, wir brauchen noch einen. Dankeschön. Bitteschön. Ja, das geht besser, du. Ja? Ist das so? Da fehlt noch ganz viel. Warte mal, wo ist... Ah, hier, ich muss da noch einfahren. Also wenn ich mir die Mitte angucke, dann... Ah, noch weiter rüber. He? Also dann braucht es noch irgendwelche Distanzbüchsen. Oh, ich habe hier gerade noch ganz schöne Sachen gefunden. Oh, zeig mal. Oh, kommt mir lang vor, aber wir probieren das. Du meinst von der... Das ist ziemlich sicher richtig da. Die andere Mutter habe ich auch noch gefunden. Wirklich? Ja, ne? Ist alles hier Trail and Error, ne? Ja, voll. Ziemlich viel Error. Nach 20 Jahren. Nach 20 Jahren ziemlich viel Error, Also für ja. 20 Jahre weißt du noch verdammt viel. Ja, und dann die Gewinde laufen auch jedes Mal besser. He? Noch ein Stück rüber. Wir müssen noch so 5 mm, würde ich sagen, Ja. in diese Richtung. Oder sind diese Muttern schmäler? Ja, vielleicht ist es die. Könnte schon reichen, hä? Was meinst du, muss die so bündig sein? Glaube ich nicht. Wahrscheinlich Gell? eher ein kleines Stück rausstehen. Ne? Denke ich auch. Ja, Na gut, guck das mal. hat locker Platz. Also könnte schon sein, bündig außen, ja. Wir nehmen das Ding einfach mal Ja. und probieren das. Nee, Nee, auf gar keinen Fall. ganz bestimmt nicht, ja. Das ist die Wettbewerbsmaschine Ja, mit diesem mit Teil, dem ja. Tank. So, aber du siehst hier den ganzen Kram. Hier. Danach sollten sie das eigentlich gearbeitet haben. Das Ja, ist die ja, Draufsicht. okay. Ne? Ja. Hier. Wo hast denn die Pläne wieder her da? Freundliche Schützenhilfe von einem Herrn Ja. aus der Schweiz. Siehst du, Schweizer wieder. Ja, ja. Hey, Hinterradschwingen, die ist ja alles komplett neu konstruiert. Stimmt das? Kannst du Französisch? Nö. Nö. Aber die wahrscheinlich. Das ist vor allen Dingen, ich glaube, der Durchmesser passt. Ja, geht nur aufs Gewinde, aber dann nicht mehr. Alles klar. Naja, gut. Da muss noch ein bisschen, Da müssen noch ein paar Büchsen her. aber Drehen tut's. Ja, das muss schon noch weiter links rüber. Also nur der Sieg mit 100 km auf dem Sand fahren. Aber wir können es jetzt schon mal so hinstellen. Du, das ist schon fast fertig. Ja, er hat gesagt, auf dem Tablet ist alles. Aber wenn ich dort rüber schaue und da schaue, dann fehlt, könnte es sein, dass das eine oder andere noch fehlt. Das ist das alte Lager, hä? Finger weg. Das war mein Freund Erich. Erich hat alte Autos und Motorräder gesammelt. Der hat schon so in den 50er Jahren angefangen. Hatte eine Zeit lang in der Nähe von Hamburg in Ahrensburg ein kleines Museum. So, und irgendeines Tages war es dann soweit. Und dann ist er in die Nähe vom Plöner See gezogen, in eine alte Meierei. Da hat er dann seine ganzen Autos und Motorräder untergebracht. Das waren so 150 Autos ungefähr und 80 Motorräder. Und das Ganze hat er über die Jahre komplett zugemüllt. So sah das aus. Das war aber noch das Aufbaustadium. Also das ging wirklich nachher der Müll bis an die Decken hoch. Und Erich erzählte immer von einem Motosacoche-Rennmotorrad. Naja, ich war jung und neugierig. Das heißt, ich bin dann da immer mal rumgeklettert zwischen seinen ganzen Sachen. Hab allen möglichen Kram gefunden, aber diese Motosacoche, die waren Phantom. Dann starb Erich leider im Jahr 2000, im April. Dann wurde die ganze Sammlung mehr oder weniger aufgelöst. Da war ich mit meinem Freund Lars da auf dem Dachboden bei Erich zugange und wir wühlten da rum in dem ganzen Zeitungsmüll und was da so alles rumlag und guckten, ob da eventuell irgendein Motor oder sonst was drunter versteckt war. Und auf einmal krachte es laut. Ich guckte in zwei riesengroße Augen. Das Gesicht verschwand nach unten, die Haare flogen nach oben und Lars donnerte durch den Fußboden durch. Der war einfach durchgebrochen und ich dachte, jetzt ist der Typ tot.
weil der ist da 4 Meter runtergeflogen. Und das Erste, was ich von ihm an Lebenszeichen hörte, war, boah, gib mal eine Taschenlampe. So, und dann habe ich ihm die Taschenlampe runtergeschmissen und dann hat er rumgeleuchtet. Dann hat er das Ding da unten tatsächlich entdeckt. Also Erich war kein Spinner, wie wir gedacht haben. Es kam wirklich diese wunderschöne D50 zum Vorschein. Das war großartig, das war ein Geburtstagserlebnis. Ganz klasse. Also jetzt kann ich auf Schweizerdeutsch ein Resümee abgeben, das versteht der Christian ja sowieso nicht. Da habe ich daran gedacht, dass ich bis in einem Monat muss mit Fotografie mich da beworben habe, dann sehe ich extrem schwarz. Aber dann plötzlich versteht er wieder Schweizerdeutsch. So viel verstehe ich. Aber wir bleiben optimistisch. Der Chef ist erstmal rauchen gegangen. So, haben wir mal den Rost runtergeholt. Lager, da. Das sieht doch schon mal ganz gut aus. Oh, Das Ding, oder wie? Oder was? Oder hast wo? du da die Teller, die Federscheibe? Ja, genau. Also mein Plan ist jetzt gerade, wenn ich mir den Fortschritt hier so angucke und wir das Ganze mal realistisch betrachten, mal abgesehen davon, dass das Spaß macht, dass ich dich am besten dann doch mit meiner Vorkriegs Goldstar fahren lasse. Oh. Passt super rein. Ist sogar dänisch, Ja. mit dänischer Rennhistorie. Okay. Ja, heftig, oder? Wollen wir uns die mal anschauen gehen? Da oben. Ah, da steht sie. oben. Sehr gut. Ja, dann müssen wir darauf. Nichts berühren. Ja. Was tut's zuerst? Zum Schauen, ob die Leiter hält. Ja, genau. Aha. Die sieht ja super schön aus. Mann. Die ist neu nach Kopenhagen ausgeliefert worden. Ist vom Erstbesitzer in der Trial-Ausführung geordert worden. Das heißt mit hochgelegtem Auspufftopf Ja, und den verchromten Kotflügeln. das ist ein schickes Teil, ja. Ich habe auch noch Bilder aus den 50ern von dem Motorrad, Ja. wie sie mit einem fetten Stollenrad mit dem Ding tatsächlich auch Gelände gefahren sind. Ah, okay. Die hätte sogar echte dänische Historie und die läuft wie die Sau. Also das wäre Plan B, der so langsam zum Plan A mutiert. So langsam, ja. Ja, 500er Eintopf, Ja, Jahrgang 39. ja, angeblich 28, 30 PS das Ding. 28, 30 PS? Ja, Wow, das ist aber viel, hä? ja, Goldstar. Wow. Voll Aluminium der Auch Motor. heftig. Geil, Die ja. marschiert auch richtig gut. Aber wie zum Teufel willst du die hier runterbringen? Ich meine, schau mal. Also wir könnten die ganzen Motorräder hier unten zur Seite schleppen. Tragfläche. Problem ist dann die Tragfläche von dem Motorsegler. Was ist das da unten in der Ecke? Ist das eine Triumph? Unter dem Gestell da? Da unter dem neben Regal, den ja. Linien. Ja, das ist eine 39er Triumph Tiger 100. Die läuft wahrscheinlich nicht, hä? Die läuft wunderbar. Die läuft wunderbar. Ja. Die ist 1A, die Karre. Die allererste Maschine, die mein Vater restauriert hat, da war ich etwa 10, 12 Jahre alt und Echt? ich habe da mitgeschraubt, war aber danach von Tiger 100. 51er Jahrgang. Ja, Alu-Tiger, sagt dir das was? ja. Wenn ich ja schon im Spielwarengeschäft bin und freie Hand habe. Wie ist denn das mit der Maschine? Dürfte ich das auch fahren? Ja, klar. Ja klar, sagt er. Mir ist Hören das Sie? wurscht, Ja klar. ob du bei der den Motor kaputt machst oder bei der. Genau. Das ist mir egal. Bei der, Da kriegst seht noch, ihr mal, wie entspannt das der Typ ist. bei der kriegst du die Teile wenigstens noch besser. Ja, dann sparen wir uns eine Menge Arbeit Ja, jetzt. ich Ne? würde sagen. Tschüss, BSA. Dich nehmen wir dann nächstes Jahr. Ja. Dann nächstes Jahr. nee. Ist für Uta. Ah ja,
Das wäre auch eine Möglichkeit. Dann probieren wir das Ding mal raus da, ne? Hey, ja, entspannte Sache, oder? Ich nehme mal die kleinen Sachen, da kenne ich mich besser aus mit. He? Die habe ich 1990 gekauft. Ich stand in der Schwimmhalle auf dem 5-Meter-Turm und So ein Scheiß. hab auf der anderen Seite von der Straße, wo die Schwimmhalle war ein Schrottplatz. Und Nee, oder? als ich oben auf dem Fünfer stand, sah ich drüben an einem so einem Auf dem Schrottplatz. Übersee-Container auf dem Schrottplatz dieses Ding stehen. Ach, du Und dann bin ich Scheiße. nach dem Schwimmen darüber und habe das abgeholt, wollte Ja. das dann restaurieren, habe es zerlegt Ja. und da lag es bis vor 4 Jahren zerlegt. Ja, natürlich. Ja, ja. Jetzt müssen wir mal schauen, um die Triumph zu holen, muss noch schnell ein 14 in Indien weg. Da drehst du mir an, oder? Das ist ein scheiß Eisenhaufen. Ja, schwer ohne Ende, oder? Ja, ja. Aber wenn er einmal unterwegs ist, Ja, ja, dann marschiert ist das sicher ganz geil. ein hochgradig kommodes Ja, Reisefahrzeug. wunderschön. Die gehört meinem Bruder, Ja, die habe ich ihm mal aufgeschwatzt. gut gemacht. Ja, ne? Ja, komm, die starten wir gleich, nicht? Sollen wir gucken, ob Ja, wir angehen? ich will das hören. Ja, schau mal. Okay. Wenn ich sowas sehe, Ja. dann will ich das hören. Als wir die gekauft haben, da war die noch im Original, also mit, Ja. mit Gas auf der linken Seite, Ja, ja. Zündzeitpunkt rechts. Ja. Wir sind hier über den Hof gefahren, Die ganze Zeit Zündzeitpunkt auf verstellt. 100 Metern 3 Nahtoderlebnisse mit irgendwelchen Betonpfeilern, Mauern das glaub und anderen Autos gehabt. Und dann haben wir beschlossen, die wird Nee, umgebaut. Ja, ja, das. Yes! Öldruck, ja. Ja, geil, ey. Gute Idee. Wie geil, oder? Hey, der Sound, hey, der ist ja geil. Wow. Das Baujahr 29. Ich habe meinem Bruder dann noch den Corbin Tacho hier geliehen. Was Die wert das Ding? Nullstellung für den Kilometerzähler. Oder Meilen in diesem Ja, Fall. Eilen, ja. So. Oh, die will ich. Die will ich. Die ist total geil. Mit dem Schwarz noch. Das ist das erste Baujahr. Tiger 100 aus 39. Der Vater hat seinen ersten Töff ist ein Alu-Tiger, also auch Tiger 100, Jahrgang 51. Und dort habe ich noch 2, 3 Fotos, wo ich so mit, keine Ahnung, 10, 12 bin ich dort am Mitschrauben, oder? Ja, und darum ist es natürlich für mich schon noch ein bisschen spezieller. Und ich meine, ich finde es einfach eine schöne Maschine, oder? So, ich habe mal ein bisschen Brennstoff gefunden. Habe ich beim anderen Moped abgezapft. Ja, vielleicht, ja, nein, das ist schon. Yes! Geiles Tier, cooles Teil. Hey, schön. Mal Öldruck kommt. Und das Schöne ist, man kann hier hinten die Dinger noch abmachen. Dann hast du so ein Megafon. Die tropft Benzin ohne Ende. Okay, wo kommt das hier her? Oder? Ja, ja, voll. Ja, das ist hier oben der Hahn, oder? Scheiß Wahrscheinlich. Ja. Da ist ein Korkeinsatz drin. Ja. Der muss sich erstmal wieder vollsaugen. Geil. Ich hol mal was zum Kraftstoff auffangen, das wird teuer. Ja, das ist toll. – 28, 25. Wird schnell gedreht. Hier, 35, das ist gut. Doch Bremsenreiniger mit Flamme. Ja, gut so. Man kann den hier in kürzer. Das passt gar nicht. Das Ding muss dran. Sehr gut, ja. Was haben wir hier? 8. Ja, den habe ich irgendwo aus dem Müll gezogen.
natürlich. Ich gebe lieber Geld für vernünftige Teile aus. Das sieht man. Als für Werkzeug. Ja, Hochgradig. wirklich, hä? Ja, also bei manchen Sachen ist ordentliches Werkzeug schon gut. Ich habe Ja. eine Ratsche für dich, guck mal. Sehr schön. Und geht wieder rein. Und daran genau. kannst du sehen, wie die Ölpumpe fördert. Der Verlauf der Ölleitung. Bist du ready? Ja, du Tier. Vorsichtig mit den Fingern. Ah, jetzt, hä? Schön. Passt das da? Das gibt's doch nicht. Muss der noch weiter nach oben? Ja, er muss dann schon weiter runter vorne. Ja. Ja. Jetzt, hä? Ja. Sehr gut. Dann jetzt hier den vorderen. Ja, wie zu Hause. Nur schöner. Geil, nur schön. Schnitt. Die kleine noch, da kommt wahrscheinlich nichts mehr dazwischen. Ne? Ja, Wahnsinn, der ist drin. Schönes Ding, ja. Ja, was für ein hübscher Motor. Hey, wirklich, ja. Unglaublich. Das ist echt schön, ja. Elefantenhirn, ich sag's ja. Ja. Sehen, wie das Getriebe Hat raufpasst. das eine Führung, ja. Sieht ganz so aus, außen, ja. Soll ich dir was sagen? 2 mm fehlen. Die Brücke gehört andersrum drauf. Es geht weiter. Das sieht besser aus, hä? Das sieht sehr akkurat aus. Das sieht nicht Ja, nur besser. Guck mal, genau. das kannst du schön verschieben. Weg passt, alles gut, hä? Schon fast ein Fahrzeug. Metrische Abteilung. BSF, Whitboard. Es wird so langsam, aber die Betonung liegt auf langsam. Ja, viele Unstimmigkeiten. Hinterrad, das gibt noch ein richtiges Theater, glaube ich. Hast du hier die Zahnräder? Weil jetzt kann man dann mal die Kettenlinie anschauen, oder? Das könnten wir tatsächlich machen, ja. Es gibt aber noch einiges. Also Gabel ist auch noch sehr eine große Aufgabe, würde ich mal behaupten. Jetzt bräuchten wir irgendwas Langes, Gerades oder man peilt einfach mal. Also das ist nicht so schlecht. Okay, total. Wir könnten jetzt noch mal nach einem Kupplungskorb gucken. Ich weiß gar nicht, ob die im Original hier die Stormy Archer 6-Feder-Kupplung hatten. Ziemlich sicher. Oder das gab ja Oder noch die zentrale. die Einfeder, genau. Die zentrale Mit der Geschichte, ja. Wobei ich glaube, dass der Motor mit der Zentralfeder eher... Ja, da kommst du nicht weit, Nee. glaub ich. Ja. Ich gehe mal in die Norton-Section. Oh, Guck mal, hier unten wären... aha. Da Das haben ist wir's aber die ja. Stormy Archer Section. Ne? Ja, ja, Also das ist die... ja. Das ist eine Heavyweight Jawohl. 6-Feder-Kupplung. Die könnte man da draufsetzen. Ja, Die ist das wär auch... sicher auch was. Die ist auch verzahnt. Es gibt die ja in verzahnt und mit Konus. Konus, genau. Die könnte man auch nehmen. Oder aber wir gucken mal. Hier hätten wir noch. Ja. Das ist, glaube ich, das beste Modell. Ja. Man hat 4 Scheiben. Voll. Also auch die schwere Ausführung von dem Ja. Ding. Ich setze schon mal den Tank drauf. Ich glaube, das fände ich geil. Ja, das fände ich auch geil. Es wird schon ein Hammerbike, hä? Ja, wenn nur nicht der Zeithorizont so bescheiden wäre. Aber da geht nicht. Ich will da nicht zu fest hämmern. Kannst du was erkennen? Nee, nicht wirklich. Vorderrad rein. Ich meine das. Ankerplatte kommt. So, jetzt sitzt er hier dran. Wie sieht es bei dir aus? Passt. Oder 20 sogar. Aber Kommt. so, hä? Meinst du? Oh, schau, der passt nicht. Doch, der geht, Ah, der geht noch ja, weiter die gehen noch zusammen. weiter zusammen. Aber weiter
Ja, das fehlt noch viel, fehlt 10 mm pro Seite. Du kriegst die gar nicht mehr weiter. Also man müsste weiter dann das Ding in die Drehbank spannen und da noch links und rechts 5 mm. Oder ich gehe mal in die Lenkerabteilung. in die Handlebar-Section. Ich hätte natürlich noch. Das ist ein Racing. Ha! Racing Hardcore. Oh, ja, ja gut, da brichst du dir das Handgelenk beim Gas geben, oder? Also das muss dann so, hä? Ja, so wurden die gefahren. Genau, ja. Also komm, ich schreibe da mal. Wäre das eine Option? Das ist Porno, mein Guter, Porno. Schön. Das gibt eine geile Maschine, du. Das ist geil. Also ich habe ja schon gewisse Gedanken in mir drin. Das geht mir seit gestern Nachmittag so. Das mit den gewissen Gedanken. Gut. Weil wir haben ja noch 4 Wochen und dann ist Anmeldeschluss. Ja. Römer. Kennst du den? 4 Wochen. Das kriegt ihr hin. Gut, du hast sicher ganz einen extrem schnellen Lackierer. Den habe ich tatsächlich. Also das wäre das allerkleinste Ah, Problem. tatsächlich? Das größte Problem bin ich selbst. Das ist meistens so, oder? Man hat immer am meisten mit einem selber zu kämpfen. Ich glaube, das wird nichts. Zack! Ich meine, die Liste, wir können jetzt eine Liste schreiben, was alles noch abgeändert werden muss. Die ist relativ lang. Also der Weg ist der richtige. Das Teil wird richtig geil, oder? Das wird's auf jeden Fall. Das wird extrem geil. Und wenn ich mir eins jetzt noch, wenn wir schon dabei sind, jetzt hier den Kapitulationsvertrag zu unterschreiben und Plan B einzuläuten, ich hätte noch einen Wunsch, glaube ich. Ja. Ich hole den Sattel von dem Ding und die Fußrasten und dann musst du dich einmal draufsetzen. Ja, hier oben mit sichern. Ja, das ich gehe nicht so schnell kaputt. Hochziehen sogar. Hat auch noch ein bisschen Rost dran, hä? Satteldecke habe ich auch noch. Also hier im hohen Norden legst du es 2 Wochen an den Strand irgendwo und dann ist es aufgestrahlt, oder? Mit dem Wind. Das Salzwasser dürfte das Problem sein. Was für Oh, Entschuldigung. Alle Zähne noch drin? Ja. Naja, es ist ein Rolling Chassis. Du, das ist bombastisch. Da kannst du eben richtig schön. Das ist das Geile, wenn der Lenker so ist, oder? Da bist du schön am Tank dran. 80 auf dem Sand. Auf dem Sand. Ja. Okay. Das ist ein etwas anderes Gefühl als auf der Straße. Ja. Nur, dass wir das Ganze jetzt um 1 Jahr verschieben müssen. Na denn. Wegen des bereits unterschriebenen Kapitulationsvertrages. Ja. Hey, das sieht so geil aus. Das ist richtig bequem. Wow, was ey. Ja. Lustig. 2024. Müssen wir auch noch ein bisschen Rennen fahren, oder? Das hat Spaß gemacht. Das hat richtig Freude bereitet, ja. Ja, Christian und natürlich ihr dort vorne. Vielen Dank fürs Zuschauen. Wir haben gesehen, Plan B ist zu Plan A geworden.
Dann die Schrauberei mit dir, hat natürlich Spass gemacht. Ja, lief nicht ganz planmäßig. Ist es nie, oder? Nee. Aber das ist ja auch das wahre Leben. So what? Also wir sind ja ehrliche Leute. Keiner will sehen, wie was funktioniert. Genau, richtig. Am Schluss mit der Tiger 100, wer hätte es gedacht, mit der Tiger 100 mit Christian im Sand fahren. Christian, vielen Dank. Ja, wir machen das so. Danke euch vielmals. Hoffen, euch hat euch gefallen. Ja. Bis in einer Woche. Schöne Tschüss Grüße miteinander. aus dem Norden. Genau, jetzt sind wir im Bilde. Aber natürlich, Wheels & Wake wird euch nicht vorenthalten. Da müsst ihr euch aber noch eine Woche gedulden. Aber ich kann euch sagen, es lohnt sich. Also, macht's gut.